Hallo, wir sind hier nochmal auf dem Couch of Scooter Center und heute haben wir die Rollen getauscht. Jetzt stelle ich die Fragen. Also wir sind heute mit Alex, er ist mein Mittäter im Platonica Projekt. Mittäter passt, ja. Ja, und auch er ist der Kopf hinter vielen Produkten von Scooter Center, oder? Das ist richtig, ja. Genau. Dann fangen wir an. Was hat dich in die Vespa-Welt gebracht? Was war der Anfang? Der Anfang war, dass ich eine Ausbildungsstelle gesucht habe und da war ein Job frei bei einer Werkstatt. Die haben Roller und Fahrräder gemacht. Also im Endeffekt ein Piaggio-Zentrum. Und da wollte ich eigentlich zu den Fahrrädern und bin dann, weil im Vespa-Bereich jemand gebraucht wurde oder bei den Rollern jemand gebraucht wurde, bin ich in den Rollerbereich gekommen. Und ja, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man dann einmal mit den Rollern zu tun hatte, dann ist man damit infiziert. Und so bin ich praktisch mit der Vespa vertraut geworden. Ja. Wie viele Vespas hast du? Welche war deine erste Liebe? Puh, wie viele Roller sind das? Keine Ahnung. Es sind schon ein paar. Also ein paar stehen aktuell hier rum, zwei davon sind hier. Eine steht oben im Büro, in der Garage stehen ein paar, im Zwei Prüfstand sind stehen noch zwei, es sind schon einige. Eine steht noch in Taiwan. Ähm, Keine Ahnung, wenn ich schätzen müsste, so 12 vielleicht, irgendwie sowas, okay. 10. Und die erste Liebe? Die erste Liebe, ob das eine Liebe war, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall die typische PX80, habe ich damals in der Ausbildung gekauft. Das Gerät hat ein Kunde damals in Zahlung gegeben und ich habe meinen Chef gefragt, was mit der schrottigen PX ist, die beim Schrott steht, was damit wäre. Und dann meinte er, ja, die kannst du kaufen. Dann haben wir halt ein bisschen verhandelt und dann habe ich also für 80 Mark meine erste PX80 gekauft. Und das war mein erster Roller, den habe ich auch immer noch. Ist leider momentan nicht in einem guten Zustand, weil er mal abgebrannt ist, aber ich kann mich einfach nicht davon trennen. Die steht also immer noch in der Garage und vielleicht irgendwann einmal, wenn ich alt genug geworden bin, dann geht sie nochmal auf die Straße vielleicht. Ja. Aber ich habe gehört, dass du eine Lambretta hast. Ist das die Wahrheit? Ja, ich kann es mir vorstellen, der Philipp konnte den Mund wieder nicht halten. Ja, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe wirklich eine Lambretta. Ja, ist halt passiert. Kann man nicht anders sagen. Ist eine deutsche LI1 125 von, ich habe keine Ahnung, 56 glaube ich, irgendwie sowas. Und eigentlich macht sie so das, was alle Lambrettas gerne machen, zerlegt in der Ecke rumstehen. Und vielleicht irgendwann mal, wenn ich ganz viel Zeit habe und genügend Teile gesammelt habe dafür, dann wird sie vielleicht nochmal die Straße sehen. Aber momentan ist erstmal, wie das halt so ist mit Rollern, wenn man die hat, man hat die halt erstmal. Und gerade so ein Bretter steht dann ganz auch gerne mal in der Ecke rum. Aber sie ist in guter Gesellschaft von mehreren Vespas. Was mir auffällt, ist, dass du ein unglaubliches Vespa-Detailwissen hast. Wie sammelst du so viele Wissen? Puh, ganz ehrlich, einfach durch Schmerz. Also das meiste ist wirklich Erfahrung. Jeder, der mal eine Ausbildung gemacht hat, hat wahrscheinlich gemerkt, dass man in der Ausbildung ein Stück weit vorbereitet wird auf was einen dann später mal erwartet. Aber ich denke mal, wenn man das jetzt eine echte Zeit lang macht, also ich mache das jetzt seit fast 25 Jahren, glaube ich, ähm, dann lernt man einfach durch Erfahrung. Das ist, also gerade in der Vespa-Welt gibt es so viele Lösungen, Wege, verschiedene Modelle. Also selbst heute noch gibt es Sachen, wo ich denke, so krass, habe ich noch nicht gewusst oder noch nie gesehen. Damit bin ich zum Glück nicht alleine, aber es einfach ja, täglich damit arbeiten, täglich damit umgehen und das meiste oder die wichtigsten Sachen bleiben dann hängen, ja. Oder das, was am schmerzvollsten erlernt ist, ja. Und wie war dein erster Kontakt zum Scooter Center? Kanntest du den Shop, bevor du hier angefangen hast? Ja, den Job kannte ich vorher. Ich habe vorher in dem kleinen Laden hier in der Nähe früher Teile gekauft, bin nach der Arbeit
halt nach meiner normalen Arbeit hier hingefahren, habe Sachen geholt. Früher gab es halt als Auswahl den Rollershop und halt das Scooter Center in meiner lokalen Nähe, wo ich dann Sachen geholt habe. Und irgendwann war halt mal der Zeitpunkt gekommen, dass ich ein bisschen was in meinem Leben ändern wollte und habe dann einfach mal spontan gefragt, ob sie nicht jemanden brauchen könnten. Das wurde dann bejaht und dann habe ich, glaube ich, eine Woche später direkt hier angefangen. Und das war jetzt, glaube ich, vor 16 Jahren. Und direkt hier in der Werkstatt oder? Nee, ich habe am Anfang habe ich so das gemacht, was halt jeder macht, wenn er neu hier anfängt. Also überall mal Telefon, Pakete packen, an der Kasse gearbeitet, im Lager geholfen. War ja früher auch ein sehr kleiner Laden. Ich glaube, als ich angefangen habe, da waren wir zu viert vielleicht oder zu fünft. Also echt wenig Leute und da musste halt jeder auch alles können und alles machen. Ja, Und heutzutage sieht das ein bisschen anders aus. Das heißt, man kann sich auch mehr in seine Bereiche halt rein konzentrieren. Aber früher war es wirklich so, jeder musste alles können, alles machen. Und ja, war einfach auch eine andere Zeit, auch vom Rollerfahren, von den Leuten her, von den Kunden her. Und ja, aber ändert sich halt alles. ja, da, notwendig. Notwendig, ja. Also, du hast hier viele Roller gemacht, viele Projekte und viele Produkte, die du entwickelt hast. Aber erzähl uns ein bisschen über den Ablauf. Also es gibt verschiedene Wege, wie man auf die Idee zu einem Produkt kommt. Entweder wird es halt über den Markt halt an einen herangetragen oder es ist halt einfach ein persönlicher Bedarf. Also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie selber vor einem Problem steht, was man gerne lösen würde oder vor einem Bauteil steht, was man gerne besser oder anders haben würde, dann kann man da eine Idee einbringen und meistens oder sehr häufig entsteht daraus halt dann wirklich ein fertiges Produkt, was dann einfach durch die ganz normale Entwicklung durchläuft. Das ist zum Beispiel jetzt hier bei der ACMA war es der Fall, das Ding hat nie vernünftig gebremst vorne und deswegen bin ich dann hingegangen und habe dann halt gesagt, okay, dann mache ich mal eine Bremstrommel dafür. Da gab es dann am Anfang 2 Stück von und habe ich hier nebenan in der Dreherei machen lassen. Und das ist dann als Produkt irgendwann dann hier auch im Laden gelandet und ja, heute können mehrere Menschen damit durch die Gegend fahren und vernünftig bremsen. So als Beispiel. Also so läuft das halt auch ab. Es gibt auch ganz klar, zum Beispiel eins der größeren Projekte war zum Beispiel die Primavera, die ET3, die vorne steht, auf den 11 Zoll Rädern. Das war halt klar ein Roller zum 20-jährigen Jubiläum vom Scooter Center. 20, ich glaube 20 Jahre, wir haben jetzt 25, ja. Und das war dann halt einfach ein Projekt, was halt zusammen mit der Geschäftsleitung, weil Oliver und Ulf sind ja auch sehr interessiert an Rollern und kommen ja auch aus der Szene oder sind auch in der Szene. Und das ist dann praktisch nochmal so ein Fahrzeug, was man gebaut hat, einfach so, ja, um halt das Bestehen zu begehen oder mal wieder was Besonderes zu machen, wo die beiden sich halt auch ein bisschen verwirklicht haben, was ich halt umgesetzt habe und was glaube ich auch sehr, sehr hübsch geworden ist, das Gerät. Ja, das sind so die Sachen. Das Vespa-Leben ist ziemlich bunt. Ein Spieler ist Vespa-Rennen. Richtig, ja. Du spielst ja auch mit, oder? Ja, da spiele ich auch mit, beim lustigen Kreisfahren, ja. Erzähl uns ein bisschen, wie ist die Vorbereitung, wie lange dauert die Rennen? Also die Vorbereitung ist sehr unterschiedlich. Es gibt die Langstreckenrennen, fängt an bei 6 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden. So eins der Highlight für die Leute aus Europa ist wahrscheinlich das 24-Stunden-Rennen in Spanien, in Zaragoza, Soera. Das hat natürlich eine irre Vorbereitung, also da fängt man, naja, gefühlt, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich einen Tag vorher, nein, aber da fängt man schon relativ früh mit den Vorbereitungen halt an, weil man ist da unten halt komplett auf sich alleine gestellt, in dem Sinne. Und man will natürlich auch das Ding halt irgendwie zu Ende fahren. Also da geht es halt dann wirklich bei diesem Rennen echt darum, nicht zwingend darum, dass man das gewinnt, weil bei 24 Stunden
Da kann so viel passieren, also da muss alles zusammenspielen. Glück muss dabei sein, gute Vorbereitung muss dabei sein, ein Top-Team muss dabei sein, also Leute, die gut zusammenarbeiten, das ist viel, viel wichtiger. Spanien oder das 24-Stunden-Rennen ist eine total tolle Veranstaltung, weil ich habe bis dato ganz, ganz wenig Veranstaltungen miterlebt, wo so viel aufeinander geachtet worden ist oder wo sich die Menschen so stark unterstützen. Also es ist wirklich Wahnsinn, selbst wenn dann nachts um 3 Uhr einer irgendwie den Roller am Lenker reinzieht und nach 2 Stunden läuft das Ding wieder, der wird also unter Applaus wieder aus der Boxengasse raus begleitet, vollkommen egal auf welcher Platzierung der fährt, es ist einfach echt toll, das Ding hat echt Charme, das Rennen, das macht richtig, richtig Spaß und es ist halt was, wo man halt auch als Normalmensch einfach mal ein 24-Stunden-Rennen-Erlebnis mitnehmen kann. Es ist total anstrengend, weil man wirklich 4 Stunden praktisch nicht zur Ruhe kommt, auch wenn man seine Ruhezeiten hat, aber man kann nicht einfach vom Roller runterhüpfen und dann ins Zelt und sagen sich, okay, ich schlafe jetzt mal 4 Stunden, weil man schläft neben der Strecke, es ist nicht so leise, wie man sich vorstellen kann, aber es ist einfach eine geile Veranstaltung. Und wo bist du schon gestartet? Also einmal jetzt Spanien halt, klar. Und über die ESC, also über die European Scooter Challenge, gibt es halt in Europa verteilt auch mehrere Kurzstrecken, also Sprintrennen. Das sind immer 3 kurze Rennen an einem Renntag. Das ist maßgeblich Deutschland, Österreich, Italien hat es schon gegeben. Polen kommt jetzt neu dazu oder soll neu dazu kommen. Tschechien ist dabei. Es sind halt immer Kartbahnen, relativ gute, nette Kartbahnen, wo man dann halt seine Runden zieht. Das ist auch eine ganz spezielle Familie, die ist ein bisschen anders aufgestellt als das 24-Stunden-Rennen. Da findet man auch viele von den Leuten aus der ESC, aber es ist halt auch so eine eigene kleine Gemeinde, die Wahnsinnigen, die halt nur im Kreis fahren wollen. Und es ist auch hat auch sehr viel Charme, ja. Nächstes Mal solltest du mir mitbringen. Nächstes Mal bringe ich dich mit, ich nehme dich mit und dann stecken wir dich einfach mal auf den Rennroller drauf und mal gucken, wie du dich anstellst. Cool, ja, sicher. Sicher, ja. Und zum Schluss, was ist dein All You Need? Schwer zu sagen. Ich glaube, eigentlich ist es ein bisschen mehr Zeit mit dem Roller auf der Straße zu verbringen und vielleicht irgendwann mal eine längere Zeit einfach mal eine größere Tour zu machen. Also wirklich länger, nicht 3, 4, 5 Tage, sondern wirklich mal was Ausgedehntes und sich dann einfach die Welt ein bisschen anzugucken. Ich glaube, das wäre so ein kleines All You Need. Einer meiner kleineren Projekte ist, ich habe eine Vespa in Taiwan gekauft, extra für diesen Fall und vielleicht schafft man es ja mal, schaffe ich es mal, dass ich mal für ein paar Wochen nach Taiwan gehe und da einfach mal kurz um die Insel fahre. So groß ist das Ding ja nicht. Vorbereitungen sind gemacht, Roller ist vorhanden und muss man nur noch machen und Zeit haben. Ja, das wäre perfekt. Das wäre echt perfekt, ja. Dann vielen Dank, dass wir ein bisschen mehr in die Karten schauen durften. Sehr gerne, kein Problem. Und jetzt müssen wir nur noch ein bisschen mehr Zeit finden, um an Platonica-Projekt und den Tutorials weiterzuarbeiten, oder? Ja, habe ich verstanden. Genau. Dann viel Spaß und tschüss. Ciao. Ja. Sounds good. Eine Spielart ist das Rennszene, das du spielst du mit auch, ja, auch Tom. Viele kleine Worte. Ohne Sinn. Ohne Sinn, nein, wir haben alle einen Sinn.